Hello everyone, welcome to this week's HJ Global News. On the foundation of the Chungcheong region's successful 2019 Hyejeon True Family Hope Festival, which Korean and Japanese legislators participated in, and at which 12,000 peace-loving citizens received the blessing, our True Mother went to the holy grounds in Yeosu and Busan and prayed for the grace of this victory to expand throughout Korea. There in Busan, she visited the Busan Church and presided over an assembly for the Heavenly Nation of Gyeongsang. This week, we'll be sharing with you True Mother's message from the Heavenly Nation of Gyeongsang and other news from the mission fields. Hopeful March Forward rallies that provide genuine hope, will take place in 36 nations of all 7 regional groups, in order to establish victorious conditions for Vision 2020 and national restoration. This started in the nation of Heavenly Gyeonggi and continued in Heavenly South Africa and Heavenly Nation of Chungcheong. This time, our True Mother went to the holy grounds of Yeosu and Busan to pray for the grace of these victories to expand all over Korea. Yeosu is where true parents prayed and offered to make it the center of the ocean providence. For 3 days, True Mother also offered conditions in Busan, the birthplace of the South Korean providence. 사모님 부산교구 오심에 너무 감사드립니다. 영배가 너무 간절히 나를 불러서 왔네. Blessed family members cheered as True Mother exchanged heartfelt greetings with leaders. 어머님과 하나 되어서 정말로 2020 승리를 위해서 그 이후에 실천 천일국 완성을 위해서 이세득이 달라지고 있습니다. 오직 신경상국에서부터 정말로 밀어붙이고 말아 올리겠습니다. 감사합니다. Nearly 60 leaders from all over Heavenly Korea and heads of various departments met at Bomjiljeon, following True Mother's call to hold a special prayer condition at the Rock of Tears. 아버님, 어머님 원하시는 대로 제대로 된 자녀의 모습으로 한 걸음 더 갈 수 있는 이 출발점이 됐으면 좋겠습니다. With fervent hearts in deep summer heat, they prayed and made determinations for a new start. In the evening of the same day, True Mother went to the Busan Church, where leaders from the Heavenly Nation of Gyeongsang and over 1,000 members had gathered. The special meeting with True Mother in the Heavenly Nation of Gyeongsang for the victory of 2020 Vision started with songs and performances. The MC for the event was Park Yong-bae, district leader of the Heavenly Nation of Gyeongsang. Prior to our True Parents' arrival, Secretary General Yoon Yong-ho gave a special report on the global providence, highlighting the national restoration of 7 nations before 2020, which drew loud applause from our blessed families. 우리가 자녀라는 그 어머니에게 무엇을 해야 되겠습니까? 단 한 번도 이루지 못한 하나님의 소곡 안목이 참 어머님을 모시고 간다면 천상의 참 아버님과 하늘 부모님께서 우리에게 역사할 것이라 저는 믿습니다.
the church filled with hope, good wishes, and much determination. Our true mother entered as the congregation offered glory to God and true parents. The Gyeongnam, Gyeongbuk, Daegu, Busan, Ulsan churches then offered flowers and gifts. After the opening prayer from Reverend Lee Sang-jae of the Ulsan Church, following the game, Mrs. Jung Won-ju McDavid, Chief of Staff, read from True Mother's most recent speeches, connecting us all to the Providence. 내 자서전이 나와요. 거기 첫 장에 이런 장면이 나와요. 1919년 독립 만세 운동이 일어날 때 내 외할머니 조원모 할머니는 대모님 되시는 홍순애를 얻고 대한독립 만세를 불렀어요. 그리고 1943년에 내가 태어났고 1945년에 해방이 됐는데 그때도 조원모 할머니는 손녀딸 나를 등에 업고 대한독립 만세를 불렀다. 하늘이 준비한 가문이야. 독생녀가 나오지 않으면 재림 메시아가 와도 참부모 자리에 못 나가. 천주교의 신부가 아니고 다시오마한 재림 메시아 앞에 독생녀가 나타나야 되는 거야. 여자가 나타나야 되는 거야. 성경에 보면은 아담 헤아는 하나님과 일문일답했어. 나도 마찬가지야. 나에게 원리를 가르치거나 무슨 교육을 한 사람 없어. 여러분들이 원리 강론 완벽한 거 아니야. 거기 후편에 재림론이 아닌 참 부모론이 나와야 돼. 그렇게 생각 안 하나? 오랫동안 영어로만 계시던 부모님께서 보이는 현상 세계의 참 부모로서 자녀들을 품고 사랑하고 싶으신 그 크신 은혜를 잃어버리는 것이 타락이야. 그거를 다시 찾아주시는 분은 참 부모다. 참 부모는 2대 3대가 아니야. 오직 한 분, 참 부모. 오직 참 부모는 영혼을 두고 한 분이야. 이제 참 부모님 앞에, 하늘 부모님 앞에 축복 자녀로서의 책임이 있잖아. 국가복귀 해야지. 신경상국이 발 빠르게 말아 올려야 되겠지. 그렇게 할까요? 믿고 사랑합니다. After True Mother's warm speech, members of the Heavenly Nation of Gyeongsang all united and promised to restore all the 1,041 township of Gyeongsang. Then they held a parade with all the 1,041 flags, praising and praying for the restoration of the Heavenly Nation of Gyeongsang. In the next part of the event, there was a time allocated for reports. Oh Se-kwang, Vice Chairman of the Western Council of Daegu, and Yang Kyung-hee, an elder of Sultan Church, together did many activities in the community, raising the number of first-generation blessed couples and increasing the church membership by 2.5%.
The event concluded with a prayer from Son Ki-hyuk of the Dongchangwon Church. True Mother listened to all the reports with joy, smiling and encouraging all with her applause. The Hyojong Cultural Festival concluded the special meeting. The efforts and hearts of the heavenly nation of Gyeongsang gave great vitality and joy to our True Mother. Confident of the reality of the substantial Holy Spirit, the heavenly nation of Gyeongsang decided to move forward towards national restoration and bring about the settlement of a heavenly unified Korea. Thereafter, our True Mother had dinner with the leaders of Subregion 5, during which she praised them for their hard work. The Johnny Book leaders present on this occasion expressed gratitude to our true parents for their infinite love and promised to push forward with all their strengths to enter the era of the establishment of a unified Korea. Let's have a look at the news from the mission fields. In the heavenly nation of Jeonla, which seeks to realize true families and the peaceful reunification of the Korean peninsula, members held a rally of hope in the Wonju district. At this event, which marked the last rally of hope in the heavenly nation of Jeonla, Reverend Lee Gi-sung officiated the blessing ceremony. In his speech, he insisted that the ideal of peace and one family under God must be realized. Then, students and members attended a gathering in remembrance of Park Hee-jung, a CAB leader who in 1993 set himself on fire at Woosuk University to protest opposition by Christian students against True Mother's 40 university speaking tour. With this rally of hope in Jeonla, Subregion 4, 17,000 leaders and other citizens were blessed, thereby expanding to local society True Parents' vision and True Parents' value. Through the meeting and victory celebration, members pledged to become one with True Mother, who is investing her all and sacrificing her life for the vision of world peace. The Asian Leader Conference, which is strengthening the witnessing environment in Malaysia and Thailand, recently concluded in Bangkok, Thailand. 96 participants came to the conference from 11 nations. Listening to True Parents' teachings, the participants gained deep wisdom on how to increase peace and happiness in communities and the roles of regional and local government. The conference included a special testimony from Dr. Ronachit Putala, a former Chief District Officer in Kalasin, Thailand. Dr. Ronachit personally hosted over 87 Heavenly Travel Messiah Festival with over 22,000 participants, 7,000 of whom completed their 3-day ceremony. In Brazil, many new members are joining through home group activities. The 10th Home Group Festival was a national event that attracted families from all the country. On that day, around 3,000 people, including Councilwoman Adriana Ramalho, and 1,134 new members filled the hall with songs and dancing. An introductory video clearly portrayed our True Parents' vision for culture and the arts. The 15th anniversary of the founding of the Peaceful Alliance between Korea and Japan was commemorated in Tokyo last week. This association promotes the peaceful reunification on the Korean peninsula through ethnic Koreans in Japan. The Korea-Japan Conference focused on breaking through the strained relations between Seoul and Tokyo. More than 500 VIPs, ambassadors for peace, FFWP leaders, and other peacemakers attended the event. President Tokuno Eiji of FFWPU spoke on the vision of peace between Japan and Korea based on True Parents' lives and vision. The event ended in cheers of Hokmanse as the participants resolved to bring peace between the two countries. In Seoul,
sub-region 1 of Brazil in heavily Latin America, Tongimudo celebrated its 40-year history with an event whose main theme was the contribution of sports to a world of peace. The event had approximately 300 participants, including a former minister and the current Secretary of Sports, Leandro Cruz. The Brazil-South Korean Joint Parliamentary Cooperation and Friendship Group sponsored the event, thus making it an international event between these two nations. Dr. Sokjuno gave a speech on loving heaven, loving humanity, and loving the nation. During the speech, he expressed Tripperan's teaching and thoughts, such as the importance of unifying mind and body and the philosophy of Tongimudo. It was a good opportunity to introduce the works of UPF and YSP. In Paraguay, National Assembly building, 150 participants, including the Deputy Julio Enrique Miller and the Vice President of the Chamber of Deputies, celebrated the 40th anniversary of Tongimudo. Some participants had recently taken part in a workshop in the Philippines and expressed that after this 120-day training, they could finally understand the unification ideology and the value of martial arts and the unification movement. On this day in Chonjongo, the Hyojong Culture and Arts Youth Camp has its opening ceremony. The 102 CAP and summer students from 6 countries will go through a 21-day workshop in the Hyojong Changwon complex. They are also preparing to perform in a special musical during the Songhwa Festival commemorating the 7th anniversary of True Father's Ascension. In addition, through networking, artistic and cultural training, and also hand-on experience on stage, they will be able to develop artistic qualities of Chonjongo. The inauguration and launch of the Oceania Youth and Students for Peace took place on the continental level. It was the final session of the International Association of Parliamentarians for Peace IAPP Leadership Conference. Around 100 high-quality guests attended, legislators from 7 countries, including Australia and New Zealand. Young students from 9 countries in Oceania attended the Youth and Students for Peace Oceania seminar. They appeared very happy to receive inspiration about Tripperan's vision and the role of YSP. On July 1, 2016, True Mother created the HJ Changwon Complex and established a tradition of monthly meetings on the first day of every month. After a prayer by Lee Hyun-young, Secretary General of Korea UPF, Chief of Staff Won Jo McDavid led us in Hundehe. The actual meeting started with a welcoming address from Reverend Lee Gil-sung and a special report on the victorious rally in the heavenly nation of Chungcheong and Gyeongsang. The last presentation was on the Songhwa Festival commemorating the 7th anniversary of True Father's Ascension. The actual festival, Vision 2020 and National Restoration for 7 countries. This first day of August was a good time to reflect and share on all the activities for the settlement of a heavenly unified Korea. On September 9, the Academy of Arts and Sciences in the heavenly nation of Gyeongwon, Sub-Region 2, will hold the 2019 Hopeful March Forward Rally for the unification of North and South Korea. In preparation for the event, the Academy of Arts and Sciences launched a conference on peace in the DMZ and world peace heritage. Some 150 leaders and others from various fields attended. From Gangwon Province, 2 vice governors, president of the Korea DMZ Research Institute, press director of MBC in Chungcheong, and of course the president of Gangwon National University. Together they debated on the attitudes of people towards the unification of the 2 Koreas. On the 26th of July, Korea's Sub-Region 2 offered special devotion and handed out Hyojong wands at the prayer hall in the HJ Chunbo Training Center. With the fervent heart of Hyojong towards God, longing for unity, participants sang songs of praise and prayed for the victory for the 29th of September. 여러분들이 지금 원로 목회자야. 아주 자랑스러운 원로 목회자야. 65세부터 그 위가 750만이래. 그들에게 교육을 해야 돼. 이 나라의 청소년, 젊은이들
정치한다는 사람, 이런 사람들을 교육하는 자리에 당신들이 서야 합니다 하고 강하게 교육해야 돼. At the end of last year, during the special event for elder members in Heavenly Korea, True Mother educated over 7.5 million people. In response to the Senior Council of Heavenly Unified Korea went on an HJ Cheonggwa Holy Ground pilgrimage and had a workshop on the safe settlement of Heavenly Unified Korea. As a result, since last June, there has been 15 different workshops with elected local chiefs. A total of 720 people attended the meetings. The head of the Senior Council, Mr. Jo Man-hoon, and the director of the Central Association for Peace Ambassadors, Mr. Yoon Jong-do, gave lectures on true family movements, headwing activities, and the Hyojong culture. Through these lectures, the elders pledged to fulfill their mission. As senior members of Heavenly Korea, we will follow in the footsteps of our true parents, who have sacrificed their entire lives to bring about a world of peace. True Mother asked elders in Heavenly Korea to train young people from the global community and to bring together legislators and religious leaders from around the world and instill in them a vision for our time, building one family on the world. The dream started more than 60 years ago in a cardboard shack, Pomnekol, Busan, from the holy ground of Pomnekol to Cheonjonggung and Cheonwon-gung. This dream, which started in Korea, has expanded to citizens to the world's 194 countries. Now it is time for blessed families to become tribal messiahs and to register in the Cheonggwa Won. We fervently pray for the day that God's sovereignty, citizens and territory, Cheonggwa, is established. Have a good week. So viele. Einen wunderschönen guten Morgen. Trotz des Sommers kommen so viele. Das ist ja schön. Ja, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem Gottesdienst heute. Eigentlich haben wir einen Feiertag. Wir feiern 2 Feiertage heute. Und zwar der war am 1. August. Eine Haufen Zettel. Chil-il-Chol, also das ist der Tag mit der Zahl 7. 7. Jahr, 7. Monat. Aue. Aber hier steht auch so viel mit 7. Okay, und dann Chil-pal-Chol. Tag der Verkündigung des Bereiches des kosmischen Sabbats für die Eltern im Himmel. Ja, dazu möchte ich euch ganz herzlich begrüßen und zum Anfang die Annette bitten, ein kurzes Gebet zu sprechen. Morgen, lasst uns zusammen beten. Unsere lieben himmlischen Eltern, Vater und Mutter Gott, von ganzem Herzen begrüßen wir dich an diesem wunderschönen Tag heute, den wir mit dir im Herzen feiern wollen. Wir laden dich ein in diesen Gottesdienst und wir laden dich ein, den Tag der ewigen Segen, der 3 ewigen Segen zu feiern, Vater, den du ersehnt hast, Vater. Der Tag, an dem diese 3 Segen verloren gingen, war der Tag des Falls von Adam und Eva. Und wir können jetzt durch unsere wahren Eltern diesen Tag wieder feiern, ganzem Herzen mit dir zusammen. Vater, der Tag deiner Schöpfung und ebenfalls den Tag des Sabbats, den Tag, an dem du wirklich ruhen kannst und voller Stolz auf deine Kinder blicken kannst. Vater, wir hoffen, dass auch wir dich stolz machen können, wirklich.
und dass wir in unserem Leben deinen Erwartungen entsprechen, dass wir nach deinen Prinzipien leben, auf dass wir eine ganz große Freiheit in unserem Alltag erfahren, in der du Platz hast, in der du kommen kannst, in der du uns begleiten kannst durch unseren Alltag. Danke für unsere wahren Eltern. Danke, dass du hier sein möchtest bei uns. Wir laden dich ein, bei jedem Einzelnen zu sein. Öffnet unsere Herzen, öffnet unsere Sinne für dein Wort und für deine Liebe. Wir beten gemeinsam als gesegnete zentrale Familien. Amen. Dankeschön. Ich habe jetzt ein paar Ankündigungen. Genau, wir feiern am 17.08. die 7. Summa von Vater, und das sollten wir an diesem Tag uns auch treffen. Vielleicht können wir uns anstelle vom Sonntag, also das ist ja Samstag, vielleicht können wir uns da am Samstag treffen und feiern, vielleicht um 7 Uhr oder um 8 Uhr morgen und mit anschließendem Frühstück. Was denkt ihr? Der 17. August, das wäre ein Samstag. Dass wir uns da treffen anstelle vom Sonntag, also auch inklusive Gottesdienst. Ja, die Sachen, die ich jetzt sage, schreiben wir vielleicht diese Woche auch als Rundbrief. Also das wäre das eine. Dann müssen wir noch herausfinden, wer oder wie viele, 9.10. ist es, November nach Niedernhausen fahren möchte. Das wäre ganz wichtig. Ja, vielleicht können wir eine Liste machen und dass sich da die Geschwister eintragen. Also wir müssen ganz viele, ich glaube 350 Geschwister sollen wir mindestens zusammenbekommen. Jetzt nicht nur von München. Damit sich das rentiert, damit wir diese Halle auch wieder mieten können in Niedernhausen. Genau, was war dann noch? Stefan, Ja. das hieß, weil wenn wir nicht 350 sein können, dann muss der Dieter was anderes entscheiden, eine kleinere Halle suchen irgendwo. Also es sollten sehr bald das bekannt geben, weil man kann ja nicht innerhalb einer Woche eine neue Halle so finden. Also es sollte sehr bald bekannt werden. Ja, vielleicht können wir das diese Woche noch rausfinden, vielleicht bis Ende nächster Woche, ja, wer alles gehen kann. Das heißt, man sollte es dir schreiben oder wie? Ja, genau, ne? Ja, warum nicht? Sollen wir das so machen? Oder der Brigitte, dann musst du nicht alles. Ja, also entweder wir können eine Liste, wie wir schon mal hatten, wo man sich eintragen kann, so eine Online-Liste, oder ich krieg's zugeschickt, weil ich trage das dann ein. Ja. Dass wir vielleicht heute oder morgen Abend einen Aufruf machen für diese Liste. Ja, okay. Da können sich alle eintragen und dann Deadline vielleicht. Ja, nächsten Sonntag. Genau. Weil Dieter hat gesagt, in einer Woche. Ja, ja, okay. Dann bis nächsten Sonntag. Okay. Gut. War noch irgendwas? War alles, glaube ich, gell, Bruder? Ja, das mit der. Also diese Guidelines, oder? Gibt schon Guidelines. Magst du das machen? Also es gibt ja immer wieder öfter mal E-Mails, die nicht immer jeder so ganz gewissenhaft immer schauen kann. Ich weiß schon, manches geht halt so unter und geht mir auch so. Aber es kam vor einiger Zeit
die Guidelines for Heavenly Tribal Messiah Work. Und wir sollten halt angeben, wie weit wir schon sind bei unserer 430 Couple-Segnung. Ja. Und da gibt es ja mehrere Stufen. Es kann ja nicht jeder vom Fleck weg auf einmal 430 segnen. Und da gibt es die erste Stufe, das nennt sich Proclaimer. Also, das heißt, also erstens mal gibt es das Ideal Long-Term Goal, das sind die 430 Paare. Und dann, wenn man aber, man kann also damit beginnen, das zu proklamieren. Man ist ein Proclaimer, wenn man schon 43 geschafft hat. A proclaimer in Europe has personally blessed 43 couples who have received at least holy wine or a holy wood nectar and a blessing prayer locally. Ja? Und der dann aber sozusagen verspricht, die nächsten, Moment mal, wie viel sind das noch? Dann 300, das steht da irgendwo, also den Rest auch noch zu erfüllen. Ja. Und dann gibt es sogenannte Accomplisher, die also das, also Moment, an Accomplisher in Europe starts by being a proclaimer. And then the other 387 can come from anywhere, including Africa. In fact, it may be in the case that a couple has 43 local plus the rest from Africa and other countries. Und dann gibt es den Victor, der halt es schon geschafft hat. So diese 3 Stufen. Ja, Moment mal. Brauche ich mal Brille. Und das sollten wir auch bekannt geben, bis der Dieter und Stefan nach Korea fliegen. Ihr fahrt ja nach Korea mit dem Dieter. Und der Dieter sollte so bekannt geben, wie weit sind wir denn schon mit diesen Segnungen. Also Proclaimer, Accomplisher und Victor. Und der Victor, das ist auch der 430 Generationen und Vorfahren gesegnet hat. Ja. Also wer schon die eine oder andere Stufe erreicht hat, soll auch bitte in dieser Woche, oder wann fliegt sie? Am 13. Also bis dahin muss der Dieter das wissen, oder soll der Dieter etwas wissen, wie weit schon um es der Mutter zu berichten. Ja. Ja, vielleicht übersetzen wir das und nehmen das auch in die Mail rein, ja. Oder? Bitte? Ja. Oder das ist das was extra? Wäre das besser an dich dann? Also für diese Sache. Ja. Ah, okay. Ich denke, mach mal lieber getrennt. Okay, ja. Okay, danke. Gut, dann denke ich, ist jetzt Zeit für ein Lied. Hast du eins? Ah ja, gut. In Englisch? Ja. As the world blossoms in freedom, as the heaven of one, as 5 oceans rise in praise, 6 continents rejoice, freedom for 10,000 years in the Chandigarh, holy land of God. The lily shines with heaven's light, vibrant colors abound in the pure life of the Spirit, truth and love light our way. As 5 oceans rise in praise, 6 continents rejoice, peaceful for 10,000 years in the
Atomico, Holy Land of God. The dignity of pure new life shines in glory divine. Highest grades fly over mountains, heaven's graces reveal. As the oceans rise in praise, 6 continents rejoice. What has fought 10,000 years in the Atomico, Holy Land of God? True parents bring true love to all, earth and heaven resound. As the flag waves through the seasons, freedom brings evermore. As the oceans rise in praise, 6 continents rejoice. Happy for 10,000 years in the Atomico, Holy Land of God. Danke, schön. Bitte hinsetzen. Gut, ich lese dann ein paar Auszüge aus dem Jill E. Joel, Tag der Deklaration von Gottes ewigem Segen. Das sind ein paar Absätze, die der Robert in Deutsch übersetzt hat. Heute ist Jill E. Joel ist der Tag der Deklaration von Gottes ewigem Segen. Die Menschen haben noch nicht die ihnen von Gott gegebenen 3 großen Segen erfüllt, nachdem er sie geschaffen hat. Die Hoffnung Gottes in der Geschichte ist, dass seine Segen durch die Vorsehung der Erlösung irgendwann erfüllt werden. Solange das nicht abgeschlossen ist, kann das Glück der Menschen auf Gottes Ideal nie verwirklicht werden. Deshalb kann die ewige ideale Welt der Menschheit nicht verwirklicht werden, solange Gottes verheißene Segen nicht neu belebt und als ewige Segen etabliert werden. Jemand muss diese Aufgabe übernehmen. Dieser jemand ist nicht irgendjemand. Es ist nur möglich, wenn die richtige Person kommt, auserwählt von Gott, das Ideal des ursprünglichen, vollkommenen Adam zu erfüllen, der nichts mit dem Sündenfall zu tun hat. Mit anderen Worten, daraus können wir schließen, dass diese Aufgabe erfüllt werden kann mit dem Kommen der wahren Eltern. Warum sind Gottes ewige Segen nicht verwirklicht worden? Die 3 großen Segen wurden wegen des Erscheinens der falschen Eltern der Menschheit nicht erfüllt. Um das durch Wiedergutmachung wiederherzustellen, müssen die wahren Eltern der Menschheit kommen und in die Position gelangen, für alles in der Geschichte der Vorsehung Rechenschaft abzulegen. Dann müssen sie deklarieren, wir stehen in der Position, in der wir Manseh für Gottes ewigen Segen rufen können. Ansonsten können diese Kinder, Stämme, Nationen und Welt unter ihrer Führung nicht selbstbewusst vor Gott stehen. Deshalb erkläre ich, dass Gottes ewige Segen aufs Neue für die Menschheit bereitstehen. Das ist John E. Joel. So weiter. Okay. 1991, kurz vor Beginn des Jahres 1992, erfüllte ich eine 40-Jahre-Periode in meinem Leben. Durch diesen Kurs von Prüfungen und Schwierigkeiten stellte ich wieder her, was ich anfänglich tat, als ich den 7-Jahreskurs von 1945 bis 52 durchlief. So konnte ich schließlich alles ableisten, alle Schulden der menschlichen Geschichte.
Deshalb kommt die Zeit, in der ich Mutter als die Mutter dieser Welt vorstellen kann und Mutters Kinder als die Kinder dieser Welt. Das alles kann gemacht werden durch Chil Il Chol. Darum geht es bei Chil Il Chol. Wir haben den Bereich des auserwählten Volkes verloren, des ersten Israel. Und wir haben das Christentum verloren, das auch einen Bereich des auserwählten Volkes darstellt, das zweite Israel. Was verloren ging, muss wiederhergestellt werden. Wenn wir die Familie restrukturieren, müssen wir Familien wiederherstellen, Stämme, Völker und sogar Nationen, sodass sie dem Himmel angehören können. Deshalb müssen wir die nationale Ebene in der Welt Satans erreichen. Durch den Sündenfall verlor die Menschheit die 3 großen Segen Gottes. Bevor Gottes Substanz erschien, musste ich in diesem Kurs der Wiederherstellung verkünden. Dafür steht Chil Il Chol. Also als wir das Jahr 1991 beendeten und das Jahr 1992 begannen, musste ich das verkünden. Da ich voraussah, dass dieser Übergangspunkt in der Geschichte auf uns zukommt, habe ich alle Rechnungen der biblischen Geschichte beglichen. Ich habe definitiv alle Rechnungen beglichen. Die ersten Worte, die Gott den Menschen gab, waren die 3 großen Segen. Daher musste alles geklärt werden, um den Maßstab für das Übermitteln von Gottes Wort zu setzen. Und ich musste in der Position stehen, die jenseits des Standards aller bisherigen Investitionen war. Nur auf dieser Grundlage konnte ich das Zeitalter des erfüllten Testaments zusammen mit der Erklärung über die wahren Eltern verkünden. Mit anderen Worten, Gottes Absicht, die Vorsehung mit allen Arten von Programmen zu führen, bestand bisher nur darin, diese Zeit kommen zu sehen. Bei dieser heutigen Gelegenheit des Chil Il Chol verspreche ich euch noch einmal die ewigen Segen Gottes. Deshalb darf es von jetzt an keinen Sündenfall mehr geben. Obwohl der Sündenfall zur Zeit von Adam und Eva passierte, darf er fortan nicht mehr vorkommen. Da jetzt das Versprechen des ewigen Segens gegeben wurde, darf der Sündenfall in dieser Ära der Geschichte nicht passieren. Adam und Eva müssen ihre zentrale Position einnehmen, indem sie von der Ebene kleiner Kinder zur Ebene Erwachsener heranwachsen. Sie müssen heranwachsen, bis sie Vollkommenheit erlangen. Schließlich gibt es aber noch Adam und Evas eigene 5%ige Verantwortung, die sie im Bereich der Herrschaft basierend auf der Erfüllung des Prinzips erfüllen müssen. Nur wenn sie mit Gott durch die Liebe geistig wie körperlich verbunden sind, können sie tun, was sie wollen. Sie sind dann in einer direkten Beziehung mit Gott, sowohl innerlich als auch äußerlich. Bis diese Verbindung aufgebaut ist, sind sie noch getrennt. Sie sind noch nicht ganz vereint. Da ich aber jetzt auf der Grundlage unserer Einheit mit den Eltern der wahren Eltern und das erfüllte Testamentzeitalter verkündet habe, wurde in der Familie die Vereinigung zwischen dem Bereich der Herrschaft basierend auf den Errungenschaften durch das Prinzip und dem Bereich von Gottes direkter Herrschaft verwirklicht. Ich sage, dass jetzt die Ära begonnen hat, in der Gott direkt Einfluss auf beide Bereiche nehmen kann, auf den Bereich der direkten Herrschaft und auf den Bereich basierend auf die Errungenschaften durch das Prinzip. Danke. Dann möchte ich den Robert bitten, über Chil Pal Chol zu lesen.
Also Chill, wissen wir ja, heißt 7 und Pal heißt 8 und Chol, das heißt Tag. Ja? Tag, genau. Ja. Also der Chill Pal Chol, der, wenn wir auf unseren Kalender schauen, der kommt eigentlich erst noch, aber die wahre Mutter wollte, dass man beide Feiertage zusammen feiert. Ja, am 7. glaube ich, genau. Und dieser Tag auf Deutsch heißt Tag der Verkündigung des Bereiches des kosmischen Sabbats für die Eltern des Himmels und der Erde. Und diese erste Passage ist jetzt ein Gebet Vaters. Um 7 Minuten und 7 Sekunden nach 7 Uhr morgens, am 7. Tag des 7. Monats des Jahres 1997, des Mondkalenders, als Vater 77 Jahre alt war, erfüllten wir das Ziel des Jahresmottos. Lasst uns die wahren Eltern lieben und stolz auf sie sein, indem wir die 3,6 Millionen Paarsegnung erfüllen. Da möchte ich kurz was sagen. Diese 3,6 Millionen, das wurde dann in so Etappen angegangen. Menschen haben Holy Wein bekommen und ich glaube, dass man sagen kann, dass wir immer noch in diesen Etappen sind. Das wurde damals, Brigitte, das war die 3,6 Millionen, das war so eine etappenweise Erfüllung von Segnungen. Wir haben das geschafft, indem wir die Segnung von 3,6 Millionen Paaren erfüllten. Vater, du hast die wahren Eltern auf die Erde geschickt und sie stehen vor dir. Durch sie kannst du jetzt dein Herz ausdrücken und die ganze Menschheit über deine innere Realität unterrichten, die von der Menschheit durch die Zeitalter hindurch nichts wusste und auch nicht von deiner beschwerlichen und sorgenvollen Geschichte. Als Ergebnis des Verlustes von Adam und Eva während der Periode ihres Wachstums musstest du den Zusammenbruch der Familie erleben. Als sie erst 16 Jahre alt waren, erlagen sie der Verschwörung Satans und hinterließen eine traurige Geschichte. Das ist deshalb so, weil Adam, der durch Blutsbande mit dir verbunden sein sollte, anstelle dessen eine Blutsbeziehung mit Satan aufbaute. Um die neue Geschichte des Reiches Gottes zu errichten, hast du den Bereich von Religionen gegründet und begonnen, die Abstammungslinie des Erzengelsbereichs, nämlich die Linie Satans, zu bereinigen. Deine Vorsehung, die Erlösung der Einzelperson zu bringen, bestand darin, den ältesten Sohn im Erzengelsbereich wiederherzustellen. Auf dem Fundament über das Alte und Neue Testamentzeitalter hinausgegangen zu sein, folgen wir jetzt im erfüllten Testamentzeitalter dem Messias im Bereich des auserwählten Volkes. In diesem Zeitalter der Wiederkunft Christi, in dem die Erlösung die weltweite Ebene erreicht hat, haben wir ein gewaltiges Zeitalter betreten, in dem wir auf weltweiter Ebene die verzerrten Ansichten junger Leute über Ethik bereinigen und den Zusammenbruch der Familie, was vom ersten Adam verursacht wurde, beenden müssen. Dann noch eine Passage bezüglich dieses Feiertages. Das Reich Gottes war leer. Weder die Familie Adams konnte es betreten, noch all die Generationen ihrer Nachkommen. Die wahren Eltern, die sich als die Vorfahren der Menschheit auf weltweiter Ebene vervollkommnet haben, müssen die erste, die zweite und alle weiteren Generationen neu organisieren und das bis dahin leere Reich Gottes füllen.
langsam füllt sich's. Ja. Langsam ist es nicht mehr leer. Wenn Sie das einmal geschafft und die Art und Weise, wie sich die Welt bewegt, um 180 Grad umgekehrt haben, dann kann Gott in seinem Reich der Freiheit so aktiv sein, wie er möchte, weil Satan verschwunden sein wird. Chilpal-Chöl ist der Tag, an dem der Bereich der Befreiung ausgerufen werden kann, in dem Gott keine Hindernisse mehr hat, auf allen Ebenen zu kommen und zu gehen, von der Ebene der Einzelperson bis zur Ebene der physischen Welt und der himmlischen Welt. Es ist der Tag, an dem wir den Bereich des kosmischen Sabbat für die Eltern von Himmel und Erde erklären. Und dann das letzte, der 9. August 1997, also nach dem Sonnenkalender, ist der Tag der Erklärung des Bereichs des kosmischen Sabbats für die Eltern von Himmel und Erde. Der Himmel, Klammer auf, John, Klammer zu, in dem Begriff Eltern von Himmel und Erde, John G. Pumo, symbolisiert den Vater. Also der Himmel symbolisiert den Vater. Der Himmel, also der Vater, ist ewig. Demgemäß müssen Väter große Würde innehaben. Also, liebe Väter, solche Väter solltet ihr werden. Mütter müssen achtsam sein und auf jedes Detail achten. Und dann, wenn die Mutter und ihre Söhne und Töchter ein Zuhause im Schoß des Vaters bilden, wird sein Herz den Raum haben, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir können alles mit wahrer Liebe erfüllen. Wenn ihr das Reich Gottes erreicht, müsst ihr durch ein Tor schreiten. Solange ihr euer Zeichen der wahren Liebe zeigen könnt, da steht jetzt nicht, was genau das für ein Zeichen ist. Solange ihr euer Zeichen der wahren Liebe zeigen könnt, werdet ihr kein Problem damit haben, es zu durchschreiten. Was könnte das Zeichen der wahren Liebe sein? Der Ehering vielleicht oder der Ehepartner. Ja, das sind jetzt Vaters Worte über diese beiden Feiertage. Danke, Robert. Ist das schon wieder? Wir haben noch eine kleine Meditation.
Sehr schön. Gott ist immer noch der tollste Künstler, Erfinder. Ja, vielleicht singen wir wieder, genau, ein Lied. Was für ein Lied war das? Licht der Gnade. Können wir die Korb rumgehen lassen? Und danach betet die Jesu. O Gnadenschein, leuchtet so hell auf meinen lichtlosen Weg. O Gnadenschein, lindert die Pein, zeig's mir den lieben Gott. Dem einen Gott geb ich ihm mein Leben und meine Lieb, wenn sein Gesicht Wolken verhüllen, sein Lächeln auch sich verbirgt. Trotz Wolkendunst ist doch da, leuchtend hell der liebe Gott. Dem einen Gott geb ich ihm mein Leben und meine Lieb. Mitten im Sturm auf wilder See leitet mich hell sein Fanal. Mitten im Sturm Rettung ist nah, glaub an ihn, den lieben Gott. Dem einen Gott geb ich ihm mein Leben und meine Lieb. Alles zerfällt, alles vergeht, einzig das Licht hat bestehen. Wenn alles flieht, einer ist da, treu und wahr der liebe Gott. Dem einen Gott geb ich ihm mein Leben und meine Lieb. Gut. Ja, das war jetzt diese tiefe Tonart war jetzt der Ausgleich zu den Liedern, die wir sonst immer zu hoch singen. Liebe himmlische Eltern, Vater und Mutter, 너무너무 감사합니다. 혼독회를 통해서 7절도 알게 되었고 7, 8절도 알게 되었습니다. 또 로봇을 통해서 아버님 당신의 심정을 알게 되었습니다. 얼마나 당신이 아담 해와를 창조해서 타락하면서 다시 참 부모님을 모시고 다시 완성할 수 있는 계기를 만들어 주셨습니다. 당신의 깊은 사랑 진심으로 감사합니다. 아버님, 오늘 여기 참석하지 못한 당신의 아들과 딸들 한 명 한 명 사랑과 은혜와 건강과 행복과 사랑을 듬뿍 주시고 다음에 만날 때는 기쁜 마음으로 나올 수 있도록 도와주시옵소서. 아버님, 참 부모님 하나님 아버지 진심으로 감사드리며 축복가정 백제숙 이름으로 기도하며 아뢰었사옵나이다.
아주 Dankeschön. Ja, lass uns gleich aufstehen. Hi, we are here from Germany and we want to see the reunification of South Korea and North Korea. Wir sind noch nicht ganz fertig. Lasst uns mit großen Schritten zur Feiertagsparty schreiten. Wir haben noch einen Kuchen und einen schönen Gabentisch, den die Annette vorbereitet hat. Ja. Und wir feiern auch noch den 50. Geburtstag von Connell. Halbes Jahrhundert hier. Schon längst vorbei. Ja, du bist ja mittendrin jetzt, im 50. Jahr. Schneid mal an. Ah, und Jutta hat auch Geburtstag gehabt, seine Frau. Ja? Ist sie auch hier? Nein. Ah, okay. Also, singen wir vielleicht das. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Colonel, happy birthday to you. Happy holiday to you. Happy holiday to you. Happy holiday, happy parents. Happy holiday to you. Dankeschön. Dann wünsche ich allen einen schönen Feiertag. Und für unseren 50-Jährigen habe ich hier was.
Es kommt eine Speech. Ein Lieder singen. Nee, singen auf Was sagen? Was soll ich sagen? Ich bedanke mich bei allen, dass ich hier in dieser Gemeinde sein darf und das hoffe, dass wir zusammen noch lange Nochmal 50. hier, Ja, 100 mindestens. Ja. Ja. Und vielleicht Diana oder Heidi wollen was sagen von Kivo. Der war eine tolle Kivo und Kivo Plus und ja, die sind gestern zurückgekommen. Die waren letzte Woche, unsere waren auch da. Die waren die 100 Teilnehmer. Irgendwann, glaube ich, wird Camber zu klein. Ja, weil die anscheinend wollten mehrere kommen, aber die mussten Clemens und Nathalie Hoffmann absagen, weil keine Schlafmöglichkeit gab. Ja, die waren, glaube ich, von der zweiten Generation viele Eltern, viele Paare mit Kindern dort und teilgenommen und ja, große Hoffnung. Okay, ich bedanke mich nochmal. Möchtet ihr was sagen? Von mir? Ja, ich kann auch sitzen bleiben, oder? Stehen. Ja, wir waren, also Heidi, ich und Misha, wir waren da zu dritt da und es war echt cool, weil es waren viele Leute da, es hat Spaß gemacht, ich war Assistent von einem Team und es waren ziemlich viele Kinder, also wir waren 12 kleine Kinder in einem Team und ja, da haben wir coole Sachen gemacht mit dem Jungen-Nachmittag oder Challenge Days oder AG-Nachmittage. Und halt auch Unterrichtsblöcke vormittags. Und viel gesungen haben wir da. Und Morning Sport und Hundelkeh am Morgen. Okay, Lagerfeuer auch? Lagerfeuer auch, ja. Und Musik? ja, Musik haben wir ganz viel gemacht. Und dann war auch ein Abend so ein Filmabend, haben wir Mulan angeguckt. Ja, und einen bunten Abend gab es auch, da hat jedes Team so was vorgestellt. Unser Team hat einen Film gemacht, weil das Motto war Früchte der wahren Liebe. Und da haben die so die streitenden Früchte, die dann wieder Freunde geworden sind. Das haben sie sich ausgedacht, das war ganz süß und haben auch Leute gesungen und getanzt, verschiedene Sketch gemacht. Genau. Ja, das war cool. Ja, dann wünsche ich allen einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Und ihr könnt hier vorkommen und was holen vom Gabentisch. Danke. Familie Nena hat gekocht heute und die Süßigkeiten kommen aus wie heißt es? Neumarkt St. Veit, genau. Und von Brigitte. Okay. Dann guten Appetit. Danke.